Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ihr seht heute hier den Tisch voller Socken und mit meinem Buch, denn ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, welche Ferse und welche Spitze empfiehlst du mir denn? Dazu findet ihr ganz, ganz viele Tipps und Tricks in meinem neuen Büchlein. Das habe ich euch hier mal hingelegt. Und natürlich stammen da auch die ganzen wunderbaren Modelle her. Deswegen einmal kurz eingeblendet. So. Um zu wissen, welche Ferse und welche Spitze ich euch empfehle, müssen wir uns einfach mal einen Fuß anschauen. Denn das ist eine Sache, die ist nicht so pauschal zu beantworten. Also, der Fuß besteht ja hier aus dem Unterschenkel, das ist der Schaft von der Socke, dann kommt hier die Ferse, dann kommt der Fuß und natürlich die Spitze. Und es gibt unterschiedliche Fersen und unterschiedliche Spitzen. Dieser Teil hier von Spitze, also von der spitzesten Stelle eurer Ferse bis hier oben, den nennt man Spann. Und der Spann ist bei einigen Leuten, die haben einen hohen Spann, das heißt, der ist weit draußen, und andere haben hier einen stärkeren Knick. Manche sind übrigens hier auch, wie ich zum Beispiel, ich habe nicht so schmale Fesseln, ich bin hier zum Beispiel auch breiter, ne? Das heißt, bei den Fersen achten wir darauf, haben wir einen hohen Spann oder haben wir einen flachen Spann. Flacher Spann ist etwa so, hoher Spann ist etwa so. Also das heißt, die Strecke hier ist da relativ weit. Das merkt ihr an Schuhen, ob ihr weite Schuhe braucht. Dann haben Fersen auch einen Tritt hier. Manche haben von hier, diese Ferse hat einen schmalen Tritt, ne? Das ist also eher ein schmaler Fuß mit einer schmalen Ferse, und andere Fersen haben halt einen breiteren Tritt, da tritt man breiter auf. Hier vorne haben wir natürlich die Spitze, und auch Füße können natürlich hier schmaler sein, und auch Zehen können natürlich länger sein oder kürzer sein, und das hängt davon ab wirklich, wie lang eure Zehen sind. Da müsst ihr euch ein bisschen beobachten, ob die hier so schräg gehen, ob die hier so rund gehen oder ob die eher spitzer sind. Ich zum Beispiel habe einen relativ langen, großen Zeh, also das heißt, für mich sind natürlich spitze Fersen besser. Also Spann, Tritt und Zehen beeinflussen natürlich die Form der Ferse oder der Spitze, die sich für uns am besten eignet. So. Der hat jetzt erstmal Pause und wir gucken uns mal die ganzen Socken an. Zuerst schauen wir uns mal die Fersen an. Fersen für einen schmalen Spann, also für einen flachen Spann, sind zum Beispiel Bumerangfersen. Wenn ich mir das angucke, hier ist eine Bumerangferse, das ist auch eine Bumerangferse, und hier, wo sind die grünen, habe ich eine runde Bumerangferse. Ihr seht, die sind alle je nach Muster, was ich stricke. Hier, das hier ist der Spann und das ist die Spannweite. Da sind die relativ schmal. Das ist übrigens eine runde Bumerangferse. Um diese Fersen über diesen Spann ein bisschen zu erweitern, haben wir, das habe ich hier bei der Bumerangferse gemacht, kannst du hier, du siehst es, ich habe hier ein paar Maschen zugenommen und die habe ich dann hier hinten wieder abgenommen. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Keil reingestrickt, der diese Ferse am Spann weitermacht. Damit kannst du, wenn du Bumerang-Sockenliebhaber bist, beispielsweise deinen Spann erweitern. Und ich lege mal hier eine Socke auf die andere. So. Und du siehst, dass das hier schon etliches mehr am Spann bringt, wenn du einfach nur ein paar Zunahmen machst. Die Bumerangferse eignet sich übrigens auch prima für einen schmalen Tritt. Wer einen breiten Tritt hat, der ist gut bedient mit einer runden Bumerangferse zum Beispiel. So, dann haben wir natürlich noch die Shadow Wrap Ferse, die eine Form, die haben wir hier auch, die auch eine Form der Bumerangferse ist, aber die, wie ihr seht, viel weiter ist, denn die hat hier zum Beispiel ein breiteres Bändchen und die hat hier auch wieder diese Zunahmen, und damit, ich lege nochmal die ganz klassische drauf, habt ihr wieder hier mehr weiter am Spann, und ihr seht auch, wenn ihr die hier hinten vergleicht, dann ist die nicht ganz so spitz, das heißt, die ist auch super für einen breiteren Tritt. Also merke, wenn Bumerangferse,
Und hoher Spann, dann einfach Maschen zunehmen. Und wenn breiter Tritt, dann eben die Version der Shadow Wrap Ferse wählen. Und ansonsten flacher Spann, schmaler Tritt, ganz klassische Bumerang Ferse. So, was haben wir hier noch? Hier ist auch eine Bumerang Ferse noch mit Zunahmen. So, dann legen wir die mal beiseite. Dann gibt es natürlich noch andere, wie zum Beispiel die Zunahmeferse. Die ist quasi der Käppchenferse ähnlich. Die Käppchenferse haben wir zum Beispiel hier. Oder auch hier nochmal in einer Variante. Hier könnt ihr euch die gut angucken. Und wenn wir die jetzt mit der Zunahmeferse vergleichen. Die Zunahmeferse ist übrigens egal, ob Toe-Up oder Top-Down. Das hier sind Toe-Up-Socken, das sind Top-Down-Socken. Die Ferse ist in beide Richtungen, wird die gleich gestrickt. Und ihr seht, die ist natürlich für einen breiteren Spann. Also hier ist der Spann viel höher. Ich nehme nochmal meine Vergleichsferse. Hier. Bumerangferse kontra Käppchenferse. Ihr seht, was hier passiert. Also das ist für einen hohen Spann und das hier genauso. Also an dieser Stelle auch übrigens Leute, die Diabetiker sind, die brauchen halt eher immer hier ein bisschen mehr Platz, weil denen schwellen die Füße mehr an. Da würde ich auf gar keinen Fall eine Bumerangferse empfehlen, sondern eine Ferse mit Käppchen. Oder das hier ist übrigens eine Herzchenferse, ist keine Käppchenferse. Hier haben wir die Herzchenferse. Und das ist die klassische Käppchenferse. Hier, da ist das Fersenkäppchen, ist hier quadratisch. Und bei der Herzchenferse ist das hier so ein kleines Dreieck, was eben dieses Herzchen bildet. Und das ist auch schon der Unterschied zwischen diesen beiden. Von der Spannweite sind die beide gleich und beide für einen hohen Spann geeignet. Die Herzchenferse ist für einen schmalen Tritt, also wenn du eher schmale Fersenrundungen hast, und die klassische Käppchenferse hier, die ist eher für einen breiteren Tritt geeignet. Also Wahl zwischen Herzchenferse oder Käppchenferse ist zum einen eben die Trittbreite, und ihr seht auch hier an den Abnahmen, bei der Herzchenferse gibt es deutlich mehr Spickelabnahmen, also die Herzchenferse ist auch nochmal ein ganz gutes Stück breiter am Spann, da, weil die einfach mehr Spickelabnahmen hat. Wenn ihr jetzt nicht so einen hohen Spann habt, aber den Sitz von der Herzchenferse insgesamt gut findet, dann ist das auch gar kein Problem. Wenn ihr hier einfach die Fersenwand verkürzt und weniger rein in der Fersenwand strickt, sowohl hier als auch hier, dann kommt das natürlich hier automatisch weiter nach oben. Wenn ich dir das mal einknicke, ne, kürzere Fersenwand heißt, mein Käppchen landet weiter oben. Und dann habe ich natürlich hier auch weniger Spickelabnahmen, und wenn wir das dann mal hier drauflegen, dann seht ihr, dann habt ihr hier auch einen kürzeren Spann, als wenn ihr die vollkommen ausreizt und bis zum Ende strickt. Das ist, da gibt's an der Stelle keine Faustformel zum Kürzen. Das ist wirklich an dieser Stelle sogenanntes Try and Error, also ausprobieren und schauen, wie es am besten passt und wie es am besten sitzt. An der Stelle kann ich euch nur empfehlen, die Fersenwand wird ja immer in Reihen gestrickt. Dazu findet ihr hier im Kanal auch ganz viele Videos. Und dann kommt ja schon das Käppchen dran und der Spickel. So, und wenn ihr den Spickel fertig habt, dann einfach tatsächlich mal Schuhe aus, andere Socken aus und anprobieren und gucken, wie das Ding sitzt und wie euch das gefällt, und im Notfall dann einfach nochmal nur die Ferse aufribbeln bis zur Fersenwand und dort einfach tatsächlich ein bisschen hin und her probieren, bis ihr dort euren perfekten Sitz gefunden habt. Wer einen ganz großen Spann hat, der kann natürlich auch die Fersenwand verlängern, ne, dann wird es hier länger und dann wird diese Strecke auch nochmal breiter. An dieser Stelle könnt ihr natürlich auch anpassen. Und selbstverständlich geht das ganze Toe-Up auch und hat dann an dieser Stelle exakt die gleiche Weite wie die Käppchenferse herkömmlich. Die Zunahmeferse dagegen ist so ein bisschen, wenn wir uns die drauflegen, ist die vom Spann her ähnlich wie die Käppchenferse. Hier strickt ihr quasi Fersenwand und Spickel in einem, ja, und von daher ist die tatsächlich
dieser Ferse von Spann und Sitz ziemlich ähnlich und auch für einen breiten Tritt insgesamt geeignet. Das ist jetzt hier an dieser Stelle persönliches Gusto, was ihr lieber strickt. So. Wenn wir uns die Fersen alle angeguckt haben, dann bleiben uns natürlich noch die Spitzen. Davon haben wir natürlich auch ganz viele unterschiedliche. So, und zwar haben wir hier eine Bandspitze. Die heißt Bandspitze, weil das Bändchen hier sich quasi um die Socken windet, ne? Also hier so an der Seite rundrum. Dann haben wir hier eine Schneckenspitze, die heißt so, weil die sich auftürmt wie so eine kleine Weinbergschnecke. Wenn wir da von oben rauf gucken, da. Hier ist nochmal eine Bandspitze. Das ist eine zweite Bumerangferse als Spitze, die funktioniert natürlich auch gut. Hier habe ich noch eine Sternchenspitze. Und jetzt muss ich mal gucken, hier haben wir die Propellerspitze. Da ist die Propellerspitze. So, und natürlich, hier habe ich nochmal eine Schneckenspitze bei den Socken. Da sieht man hier die Schnecken noch ein bisschen genauer, weil ich die Abnahmen in links gemacht habe. Und wenn ihr die jetzt mal hier insgesamt vergleicht, diese Spitzen, dann seht ihr, dass die Schneckenspitze und eben auch die die Propellerspitze insgesamt spitzer sind. Und die runderen Spitzen sind hier, da ist nochmal eine Bandspitze, sind die Bandspitzen oder die zweite Bumerangferse als Spitze. Das geht übrigens am besten Toe-up hier. Oder die rund ist auch die Sternchenspitze. So, und wenn ihr euch das anschaut, die beiden eignen sich super, wenn ihr einen langen Zeh habt und spitze Füße. Die Bändchenspitze ist der Klassiker. Die eignet sich eigentlich so ziemlich für alle, und alle, die eher so ein bisschen flachere Füße haben, die nehmen dann die Sternchenspitze, weil die ist natürlich deutlich runder hier auch als die anderen. Die geht hier deutlich flacher weg. So, das heißt, runde Zehen beziehungsweise vorne rund, eher Bandspitze. Wenn es Toe-up ist, die gehen übrigens alle Toe-up, ne? Wenn es Toe-up ist, auch eine zweite Bumerangferse oder Sternchenspitze. Habt ihr spitzere Füße, dann eben die Propellerspitze oder die Schneckenspitze. Diese beiden Spitzen hier könnt ihr natürlich auch anpassen, indem ihr, wenn ihr sie flacher machen wollt, weil ihr sie mögt, dann strickt ihr einfach hier an dieser Stelle die Abnahmen dann in jeder Runde und damit früher in jeder Runde als angegeben, und damit wird die Spitze flacher. Das passiert hier übrigens genauso. Und wenn ihr die Spitzen spitzer haben wollt, dann strickt ihr hier einfach ein paar mehr Zwischenrunden, also bevor ihr hier in jeder Runde abnehmt. Und hier bei dem Prinzip von der Sternspitze strickt ihr einfach jeweils eine Zwischenrunde mehr und schon wird die Sternspitze auch insgesamt spitzer. Aber diese einzelnen Spitzen erkläre ich euch jetzt hier an dieser Stelle nicht, weil das findet ihr zum einen alles im Buch, aber natürlich auch alles hier bei mir im YouTube-Kanal, denn alle Spitzen und alle Fersen, die ihr hier gesehen habt, findet ihr als Video hier im Kanal. Also von daher einfach mal anschauen. Und jetzt hoffe ich, habe ich euch bei der Wahl der richtigen Ferse und der richtigen Spitze geholfen. All diese schönen Muster, die ihr hier seht, findet ihr, ich sag's nochmal, in diesem wunderschönen Büchlein. Und schaut euch da doch mal um. Das gibt's überall, wo es Bücher gibt natürlich. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach unten in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.